Tja, fuck. Skip it up and down. Nach ungefähr 28 Jahren ist es endlich passiert. Das legendäre French-House-Duo Daft Punk hat sich aufgelöst. Und somit hat Frankreich seinen einzig übrig gebliebenen Wert für mich verloren. Es sind bereits Tage vergangen und ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Vor allem, weil sie seit gefühlt 7 Jahren komplett inaktiv waren. Die Penner kamen nach all dieser Zeit zurück, nur um Bye zu sagen und sich einfach zu verpissen. Diese Wahnsinnigen. They played us like a damn fiddle. Doch dass die Robo-Baguettes nun vom Rampenlicht verschwunden sind, heißt noch lange nicht, dass das gleiche mit ihrer unglaublichen Diskografie passieren wird. 28 Jahre lang haben sie Banger nach Banger nach Banger produziert und man kann nicht genug betonen, was für einen krassen Einfluss Tracks wie Get Lucky, Around the World und natürlich auch One More Time auf die Musikszene hatten. Vor allem wenn es um Genres wie EDM, Synthpop, Disco und mehr geht. Sie sind zwar weg, aber nie vergessen. Ich war aber trotzdem verdammt deprimiert. Weswegen ich beschloss, stundenlang in meinen Kindheitserinnerungen von ihren Musikvideos zu schwelgen. Und irgendwann kam mir eine kleine Frage in den Sinn. Wer zum Teufel sind all diese Typen und warum sind sie in 16 fucking Musikvideos? Und nach ungefähr 20 Sekunden Recherche stieß ich endlich auf meine Antwort. Ein Werk, das im Laufe der Zeit langsam, aber sicher vom kollektiven Gedächtnis der Musik- und Anime-Community verschwunden ist. Eins, das es in meinen Augen völlig verdient hat, mit einem Pop-Culture-Icon wie Daft Punk assoziiert zu werden. Interstellar 5555 ist eine ambitionierte Collaboration zwischen Daft Punk und Toei Animation, mit Animationsveteran Leiji Matsumoto hinter der Regie, der für in Japan wahnsinnig beliebte Serien wie unter anderem Space Battleship Yamato und Captain Harlock bekannt ist. Einige würden behaupten, dass er für die Anime-Industrie fast so kulturell maßgebend war wie Personen wie Osamu Dezaki und Osamu Tezuka. Und ich sag dazu: Ich schätze schon, keine Ahnung. Ich habe mir bisher vielleicht 2 Folgen von Ashita no Joe und Astro Boy angesehen. Aber meine Meinung spielt wie immer keine Rolle. Denn das einzig Wichtige ist die Tatsache, dass die Mitglieder von Daft Punk genau das glaubten, da Matsumoto dank seiner zuvor genannten Werke zum Kindheitshelden des Duos geworden ist, was Interstellar praktisch zu einem Dream Project macht. Und es ist praktisch unmöglich zu übersehen, wie viel Leidenschaft und Liebe von beiden Seiten in den Film gegangen ist. Also, dann fasse ich es mal kurz. Interstellar ist so ziemlich ein einstündiges Musikvideo, das auf das zweite Studioalbum von Daft Punk, Discovery, basiert und die Geschichte einer intergalaktischen Band erzählt, die während eines großen Auftritts von menschlichen Soldaten betäubt, entführt und eine Gehirnwäsche verpasst bekommen, um von einem gierigen Producer namens Earl the Darkwood benutzt zu werden, um ihm reichlich Ruhm und Reichtum zu ergattern. Währenddessen werden sie vom ebenfalls außerirdischen Raumfahrer Shep verfolgt, der vorhat, Darkwood aufzuhalten und die Band aus ihrem Band zu lösen. Oh ja, außerdem hat er einen Crush auf die Bassistin der Gruppe. Ich meine einen High-Level-Crush mitsamt feuchten Träumen und so. Und um ehrlich zu sein, war's das eigentlich schon. Klar erkundet die Geschichte zum Teil auch Themen wie die Kommerzialisierung der Musikindustrie, Selbsttreue und natürlich das unsterbliche Plot-Device der Liebe. Aber wenn du mich fragst, ist es nicht die Story selbst, die Interstellar so besonders macht, auch wenn sie an sich ziemlich cute ist. Stattdessen ist es die Art, auf der sie erzählt wird. Die einzigen Sounds, die man zu Ohren bekommt, sind die Umgebungsgeräusche und die geilen Electronic Tracks aus Discovery. Ich habe diese Gelegenheit genommen, um nochmal ins Album reinzuhören und kann bestätigen, dass es nach ca. 20 Jahren immer noch fucking klasse ist. Und jeder einzelne Track auch noch perfekt zum ihm zugeteilten Abschnitt passt. Was man sicherlich auf die Tatsache zurückführen kann, dass Interstellar und Discovery Seite an Seite produziert wurden. Die schnellen und bunten Szenen, in denen die Figuren sich querbeet durch die Gegend zum Beat bewegen, werden entsprechend mit High-Energy-Tracks wie One More Time, Superhero und Highlife gestützt, die diese bereits erinnernswerten Abschnitte auf das nächste Level bringen, während die melancholischen und dramatischen Momente hingegen von den sanften Bassklängen von Something About Us und den jenseitig klingenden Synths aus Viridis Quo untermalt werden. Die Songs und der Film arbeiten perfekt im Tandem, um sicherzugehen, dass jeder einzelne auditive Beat 1:1 zu jedem narrativen Beat passt. Kein bisschen Dialog wird benötigt, um die Story, die hier erzählt wird, weiterzubringen, da die Musik und Visuals bereits für sich selbst sprechen. Da wir bereits bei den Visuals sind. Interstellar sieht in jeder Facette schmackhaft aus. Die Designs der Figuren erinnern an Matsumotos ikonische 70s Space Operas. Doch nun, wo sie mit einem für einen 2000er Anime-Verhältnisse typischen Produktionswert mitsamt detaillierten Shading und flüssiger Animation kombiniert werden, sehen sie schöner und quirkier aus denn je und gaben mir einen neu gefundenen Respekt für Matsumotos Artstyle. Vielleicht sollte ich in Zukunft doch mal einen Blick auf sein Portfolio werfen.
Naja, vielleicht in 5 Jahren oder so. Aber coole Designs allein würden einen Anime wie diesen nicht komplett auf den Schultern tragen können. Weswegen es mich freut mitzuteilen, dass Interstellar auch delivert, wenn es um die Darstellung von hübschen und abwechslungsreichen Umgebungen geht. Große, üppige Landstreifen, traumhafte außerirdische Vistas, dreckige, von Verbrechen heimgesuchte Gassen und Castlevania sind nur ein paar von vielen krass aussehenden Orten, die uns die leidenschaftlichen Environmental Artists lieferten. Und die Art, auf der die Figuren mit alles um sich herum zum Beat und den gesampelten Vocals der Songs interagieren, ist natürlich auch klasse. Es gibt so viele geile Shots, die pures Screenshot-Material sind. Das würde doppelt zutreffen, wenn der Film nicht so fucking unscharf wäre. Interstellar hat, soweit ich weiß, einen DVD- und Blu-ray-Release, doch beim letzteren hat man sich nicht mal die Mühe gegeben, den Film auch nur halbwegs zu upscalen. Komm schon, Toei, jetzt ist eure Chance, den Scheiß nochmal in der bestmöglichen Qualität zu releasen. Ich hab all das Geld genau hier, also werdet ihr es tun, ob ihr es wollt oder nicht. Interstellar wird deine Welt nicht komplett auf den Kopf stellen oder so. Es ist lediglich ein extrem kurzer und solider Film mit sehr wenigen Macken, wie der zuvor genannten niedrigen Bildqualität und der Tatsache, dass der allerletzte Abschnitt sich etwas in die Länge zieht. Nun, versteh mich bitte nicht falsch. Der besagte Abschnitt ist immer noch ziemlich gut und an sich ein verdammt süßes Ende. Aber ich finde den Song, der hier spielt, nämlich Too Long, einfach, passend zum Namen, zu fucking lang. Doch vielleicht liegt das erneut an meiner nicht existenten Aufmerksamkeitsspanne. Ich finde es immer noch krass, dass die beiden hier mit weniger als 10 Jahren Erfahrung ein Projekt mit ihrem größten Idol produzieren konnten. Was denkst du, habe ich in den letzten 10 Jahren erreicht? Warte, beantworte die Frage bitte nicht. Also, wenn du eine Stunde Zeit hast, dann wäre Interstellar eine große Empfehlung von meiner Wenigkeit. Zudem kannst du das auch als Gelegenheit nutzen, um nochmal in Daft Punks alte Lieder reinzuhören, was natürlich ein doppeltes Plus ist. Naja, außer du stehst nicht auf Daft Punk. Und in dem Fall, bitte gebt mir mehr animierte Musikvideos in Spielfilmlänge wie diesen hier. Mit dem Fortschritt, den die Anime-Industrie in Sachen Produktionswert gemacht hat und der Konnektivität der Neuzeit, die Künstlern und Freelancern aus aller Welt erlaubt, problemlos zusammenzukommen und ihren eigenen Style in ein Projekt einzubinden, hätte ein weiteres Werk wie dieses hier mit einem ordentlichen Team und Soundtrack dahinter eine wahnsinnige Menge an Potenzial.